Hallo liebe Uganda-Freunde und Interessierte. Uganda war vor einigen Jahren Weltmeister, weltweit auf Platz Nummer 1. Jedes Land hat ja so seine Superlativen in der Welt. Eins ist das reichste, eins ist das ärmste Land, eins hat den höchsten Berg, eins den größten See und so weiter. Bei afrikanischen Ländern haben wir leider oft Negativrekorde im Kopf. Dinge wie Armut, Hunger, Malaria spielen hier eine große Rolle. Bei diesem Rekord hier geht es aber um etwas, was Hoffnung macht. Etwas, was zur DNA der Uganda gehört. Etwas, was neben den reichhaltigen Bodenschätzen hier eine echte Ressource ist. Wenn diese Ressource noch mehr aufblühen kann, wird das mit Sicherheit einen Beitrag dazu leisten, nicht nur Menschen direkt aus der Armut zu befreien, sondern auch mehr und mehr Leute in die Lage zu versetzen, sich um ihre vulnerablen Landsleute, Witwen, Waisen und Kranke zu kümmern. I'm Beno Nachibo Barasa. I'm a man who is married to one wife, of course. I'm a born-again Christian. By God's grace, this is how far I've reached. I'm 28 age. In May, I'll be making 29 years. I'm a person also who has also gone to school. I studied up to P7. I joined Senior 1, still in Busia. Because of some problems, I didn't make it. I stopped in Senior 1 because I had already left the boarding section. I was not focused so much because money was not there. Attending school was also a problem. In 2013, I gave my life to Christ. I found all the ways at least to finish the level, Senior 4 level. I studied up to Senior 4, and now I completed my Senior 4, that it was 2016. Man kommt hier fast täglich damit in Berührung, dass jemand Arbeit sucht und keine findet. Gerade im ländlichen Raum ist es schwierig, vor allem für qualifizierte Fachleute Arbeit zu finden. Klar, man kann als Reiserntehelfer immer irgendwie Arbeit finden, aber dafür hat man ja nicht Geld und Zeit in eine Berufsausbildung investiert. When I was growing up, I had a goal and I wanted somewhere to reach. When you could ask me what I wanted to be by that time, I wanted to be either a pilot or a doctor, and also a bishop, because I loved God so much. Es gibt hier keine größeren Firmen, bei denen man sich als Schlosser, Betriebswirt, Chemikant, Einkäufer oder ITler bewerben kann. In unserem Bezirk gibt es genau eine Reis- und eine Zuckerfabrik. Helping Hands ist hier als Non-Profit-Organisation zweitgrößter Arbeitgeber im Bezirk. Und genau das bestätigen auch die Zahlen. 400.000, 9.043. Was hat es damit auf sich? Jedes Jahr drängen etwa 400.000 junge Uganda auf den Arbeitsmarkt. Das Problem? Es gibt nur 9.000 ausgeschriebene Jobs. Nur ein Bruchteil bekommt wirklich Arbeit. Viele gehen leer aus. Anders ausgedrückt, wenn eine Stelle ausgeschrieben wird, dann bewerben sich im Schnitt 44 mehr oder weniger verzweifelte Arbeitslose darauf. Und nur einer bekommt ihn. 43 gehen leer aus. The moment I finished my Senior 4, I began to ask myself a lot of questions. I went to the person I was staying with, he's a grandfather, and I told him, this is the grades I have. If I can get any course, and then I do this course. But it was not possible. My grandpa refused to pay. I also thought about this, seeing as if I was also putting him on something that he was not able to do at that time. I had to find my way out. I got a spiritual father. And this man was also there. He became almost a father, biological father to me, because he could support me in many ways. Because I sat at home for almost a year without going to school. He decided to take me to school and do music school.
And as I went to do music school, he was also not able to pay all the school fees, and I do exams because he had also many children to support. So when I reached the level of doing examination, there was no money and I had to come back. That was now in Kampala. In Zukunft könnte sich das Problem weiter verschärfen. Die Hälfte der Bevölkerung, also 27 Millionen Menschen, sind 18 Jahre oder jünger. Das bedeutet, immer mehr zusätzliche Menschen drängen in den kommenden Jahren auf den Arbeitsmarkt. Das Bruttoinlandsprodukt wächst zwar, kann aber mit dem Bevölkerungswachstum nicht mithalten. I couldn't continue with education. I came back and sat in the village for many years again, trying to look for what I can do. With all those struggles, and I was growing up, many things were reflecting into my mind. Tomorrow, if my grandfather dies, or if I marry, how will my life be? Die drängende Frage lautet, wie können mehr Jobs entstehen? Wie können mehr Leute, die durchaus bereits ausgebildet sind, aus den Becken der Arbeitslosigkeit entkommen? Die Uganda haben hierfür eine Geheimwaffe, ihren eingangs erwähnten Weltrekord. Wie keine andere Nation auf dieser Erde sind Uganda Entrepreneure, Unternehmer. Mit großem Vorsprung vor Platz 2. Und darüber möchte ich gerne im nächsten Video reden. Komm also gerne wieder vorbei, um mehr über diesen Goldstatus zu erfahren. Grüße vom Äquator.